Yo, was geht? Ich bin's, LionHD und ich begrüße euch zu Part 9 von meiner Star Wars The Mandalorian Kapitel 1 Toybox Serie in Disney Infinity. So Leute, es ist mal wieder soweit. LionHD hat es endlich geschafft, ein neues Video aufzunehmen für seine Bauserie, die auch bald schon zu Ende ist mir so aufgefallen. Ich meine, das hier ist schon Part 9 und nun ja, ich habe gesagt, mit Part 10 will ich die Serie beenden. Ich zweifle dran, dass ich das schaffe mit Part 10, weil es fehlt nur noch die Logik, sag ich mal. Aber die ist halt sehr intensiv, also sehr groß schon. Und dann noch eine ganze Cutscene. Und noch irgendwie kleine Details, glaube ich. Also da fehlt noch etwas. Das Größte ist eigentlich nur noch so die Logik, die jetzt fehlt. Heute, da bauen wir erstmal Grogus bzw. Baby Yodas Raum, nenne ich ihn. Dort war er ja in Kapitel 1, war der ja so gefangen in diesem einen Raum. Und dort stand einfach alles kreuz und quer. Und genau das wollte ich auch so in Disney Infinity haben. Dass man das halt so wiedererkennt. Das Einzige, was mir in diesem Raum nicht wirklich gut gefällt, ist, sage ich mal, dort ist dieses normale Kinderzimmerbett. Es passt dennoch, aber ich hätte am liebsten gerne so einen Korb gehabt, wie halt in Kapitel 1 zu sehen ist. Aber haben wir leider nicht und ich wollte natürlich, dass man auch Baby Yoda dann sieht und in diesem Bett erkennt man ihn halt am besten. Also, da sieht er am besten aus, ja, da brauchen wir gar nicht zu reden. Und das mit dem Korb hat leider nicht funktioniert, aber gut, geht auch so, sieht schick aus. Und es geht ja darum, dass man da kurz drin ist und das halt auch erkennt. Und ich denke, das ist damit erreicht. So, was gibt's denn sonst noch? Das Jahr ist ja bald schon vorbei. Es ist jetzt bald Weihnachten. Und was wir aber schon hatten, war unser Weihnachtsevent dieses Jahr. Und ich muss wirklich sagen, die Weihnachtsevents, das ist ja jetzt schon das zweite, die sind irgendwie sowas ganz anderes nochmal. Also jedes Event, das wir machen, Star Wars, Halloween und Weihnachten, jedes dieser drei Events ist komplett unterschiedlich. Also das merkt man auch von der ganzen Atmosphäre. Also dem Letzt hat auch zum Beispiel Clinton zu mir gesagt, ey, ich habe irgendwie so das Gefühl, May the 4th ist sowas wie die Champions League, beziehungsweise so die Weltmeisterschaft. Dort gibt jeder sein absolut Bestes von der Toybox her gesehen. Also ich meine, die Leute strengen sich immer sehr an, ja. Das sieht man ja auch. Bloß bei May the 4th, da kommen irgendwie so die richtigen Banger raus, habe ich so das Gefühl. Da kommt mal eine Welt raus mit 6 Toyboxen auf einmal oder enorm große Toyboxen. Sowas. Also dort legen die Leute sich richtig ins Zeug, wahrscheinlich auch, weil sie halt solche Star Wars Fans sind. Und man muss sagen, an Halloween, da werden die Leute so, wie soll ich das sagen, komplett umgepolt. Weil dort kommen immer irgendwelche Ideen auf, das würde keiner sonst bauen. Also freiwillig würde das wahrscheinlich niemand bauen. Irgendwas für Halloween, großartig. Und vor allem in diese Richtung. Ich meine zum Beispiel dieses Jahr, da war unser Motto... Was war denn unser Motto? Scheiße, was war denn unser Motto? Letztes Jahr war es I'm bad and that's good. Und dieses Jahr war es... Wisst ihr, ich erstelle die Mottos, ja? Ich weiß nicht mal das Motto mehr. Was war denn unser Motto? Was war denn unser Halloween-Motto? Warte mal... Halloween. Also ich habe was für Darth Vader gemacht. Was war denn das Motto? Hat man das hier irgendwo gepostet? Warte. Ah, die Halloween-Flüche. Genau, die Halloween-Flüche. Und das würden die sonst nicht bauen. Das liegt natürlich auch am gewählten Motto. In diesem Jahr war unser Motto halt die Halloween-Flüche. Und da sollte man halt einen Fluch einbauen in die Toybox. Und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe sowas vorher noch nicht gemacht und ich bin auch noch nicht auf diese Idee gekommen. Da muss man dann halt irgendwie nochmal ganz anders denken und weil es ist so eine Idee, so ein Thema, aber das kam nicht von dir selbst. Ja, so, das ist halt schon das Coole daran und dann kommt man so in den kreativen Prozess, sage ich jetzt einfach mal, und denkt darüber halt gut nach, bis dann halt was richtig Tolles rauskommt. Und das war auf jeden Fall gegeben an May the 4th, an Halloween und auch an Weihnachten. Weihnachten ist immer sowas ganz Eigenes, da geht es nicht um die Action oder sonst was, sondern dort ist es eher so friedlich und einfach eine schöne Atmosphäre. Einfach eine Weihnachtsstimmung. Man guckt sich die Toyboxen an, man genießt es einfach so. Man sieht den Schnee vielleicht in der einen oder anderen Toybox, beziehungsweise in fast jeder Toybox war Schnee, glaube ich. Man sieht neue Techniken, neues Gameplay und es geht einfach darum, man unterhält sich in den Kommentaren.
man redet später darüber. Zumindest ist es so bei den Content Creators. Wir reden einfach komplett darüber noch später. Und zwar heute zum Beispiel, da ist Männerabend, das heißt Coming Clean Gaming, Popper Age, The Bowtie Guy und Lion HD treffen sich abends allesamt auf der Playstation in der Party und haben den Männerabend. Und da wird über alles geredet, ja, das kann ich euch sagen, aber wirklich über alles. Aber wenn so ein Event war, dann reden wir hauptsächlich erstmal darüber, ja. Und wir freuen uns alle schon darauf, weil wir wissen so, ey, wir haben alle was Cooles abgeliefert. Wie ist da so das Feedback, wie sind so die Reaktionen darauf? Ich meine, ihr müsst euch ja mal überlegen, man sieht diese Toyboxen, ihr guckt euch die an und, keine Ahnung, so ein Video geht vielleicht mal 10 Minuten oder was und dann sagt ihr, ey, geiles Video, so, bam, zur Seite gelegt gefühlt, ja, so. Also ihr habt es noch im Hinterkopf vielleicht, aber, ne? Aber ihr müsst euch überlegen, die Leute, die das Video gemacht haben, die haben da Stunden, Tage, sogar Wochen investiert, um das zu machen, um so eine Toybox zu bauen. Die sind mit Konzepten da angekommen, haben sich die Ideen einfallen lassen, haben das dann umgesetzt, gebaut. Ich kann euch sagen, mein Weihnachtsvideo, dieses Weihnachtsvideo ist die Definition von Last Minute. Ich habe noch am Release-Tag, also als das Weihnachtsevent schon war, habe ich noch mein Video geschnitten. Den Tag davor war die Toybox noch nicht fertig und ich musste weiterbauen. Und ich habe dann von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens daran gearbeitet. Ich habe die Toybox noch mit der Logik versehen, die Schnee-Toybox noch gebaut und ich habe das Video aufgenommen und sogar angefangen zu schneiden. Und ich kann euch sagen, eine Stunde bevor dann meine Upload-Zeit war, da war noch kein Thumbnail da. Da war keine Beschreibung, da war kein Titel. Und 20 Minuten bevor ich das veröffentlicht habe, war alles da. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, das war richtig last minute, das Video. Aber es kam gut an, denke ich, und ich hoffe, euch gefällt das Video auch. Und ich muss schon sagen, The Mandalorian, das war heute eine sehr kurze Folge hier. Gibt ja auch nicht viel zu bauen, aber beim nächsten Mal wird es vielleicht sogar das letzte The Mandalorian Video dieser Bauserie sein. Ich zweifle es noch an, aber mal sehen, wie lange das dann wird. So Leute, und das war's jetzt hier mit dem Baupart von meiner Star Wars The Mandalorian Kapitel 1 Toybox Serie in Disney Infinity. Als nächstes werden wir die Logik machen und dann war's das hier. Dann ist die Serie rum. Ihr könnt einfach die Toybox ganz normal durchspielen. Hunderte von Malen, ja. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.